Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute habe ich ein Rezept für euch vorbereitet, das ich schon lange einmal ausprobieren wollte. Und zwar mache ich einen Kirschstreuselkuchen, der auch unter dem Namen Feuerwehrkuchen bekannt ist. Als erstes bereite ich die Streusel vor. Dafür verrühre ich zunächst 60 Gramm zimmerwarme Butter mit 70 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und eine Prise Salz. Nachdem die Zutaten gut verrührt sind, gebe ich 75 Gramm Mehl, 100 Gramm gehobelte Mandeln und einen halben Teelöffel Zimt hinzu und mische die Zutaten, bis ein krümeliger Teig entsteht. Die Streusel kommen jetzt in den Kühlschrank, denn so werden sie schön knusprig und zerlaufen beim Backen nicht. Als nächstes bereite ich den Mürbeteig für den Boden zu. Und zwar hacke ich den Mürbeteig im Zerkleinerer, denn dadurch wird er besonders mürbe. Ihr könnt ihn aber auch wie gewohnt von Hand, mit einem Handrührgerät oder mit der Küchenmaschine zubereiten. Für den Mürbeteig nehme ich 250 Gramm Mehl, 160 Gramm kalte Butter direkt aus dem Kühlschrank, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und eine Prise Salz und hacke die Zutaten so lange, bis eine sandige Masse entsteht. Zum Schluss kommt noch ein Eigelb hinein und dann mische ich den Teig nochmal gut durch. Es kann immer mal passieren, dass der Teig an einer bestimmten Stelle festklebt und das Messer des Zerkleinerers leer läuft. Wenn das passiert, löse ich den Teig mit einem nicht kratzenden Gegenstand vom Boden und den Seiten des Behälters und lasse die Küchenmaschine nur noch so lange laufen, bis der Teig zusammenkommt. Der Mürbeteig ist jetzt fertig und kann in die Form gelegt werden. Üblicherweise verteilt man den Teig nun mit den Händen mehr oder weniger gleichmäßig in der Springform, allerdings führt das bei mir immer dazu, dass der Rand nicht schön gleichmäßig dick wird. Deshalb habe ich einige Versuche durchgeführt und mir eine Methode überlegt, mit der man den Mürbeteig mit nur ein wenig Aufwand schön gleichmäßig dick auf dem Boden und den Rand der Springform bekommt. Dazu habe ich nochmal ein ausführliches Video vorbereitet, auf das ihr jetzt über die Infokarte oben rechts oder über den Link in der Videobeschreibung gelangt. Den Mürbeteig forme ich nun zu einer Rolle und teile ihn in 3 Teile. Etwas mehr als ein Drittel des Teiges nehme ich für den Rand und den Rest für den Boden. Jetzt nehme ich den Boden meiner Springform, lege ein Stück Backpapier drauf und auf das Backpapier kommt der Teig für den Boden. Den Teig drücke ich etwas flach und dann lege ich ein weiteres Stück Backpapier oben drauf und verstreiche den Teig mit einem Tortenheber schön gleichmäßig bis an den Rand. Ich mache das jetzt so, dass ich den Boden vorbacke, damit er unter der Füllung nicht durchweicht. Wer möchte, kann diesen Schritt aber auch überspringen.
Den vorgebackenen Mürbeteigboden lasse ich erst einmal abkühlen. Nach dem Abkühlen lege ich dann den restlichen Teig, den ich zu 4 cm breiten Streifen geformt habe, an den Rand der Springform. Wie ich das genau gemacht habe, seht ihr in einem separaten Video. Der Mürbeteigboden ist jetzt fertig und im nächsten Schritt bereite ich die Kirschfüllung zu. Für die Kirschfüllung habe ich nur ein Glas Sauerkirschen genommen, allerdings hätte ich im Nachhinein lieber 2 Gläser genommen, um den Kuchen noch etwas fruchtiger zu machen. Die Kirschen gebe ich in eine große Pfanne, füge 170 Gramm Wasser, 2 Esslöffel Zucker und ein Päckchen Vanillepuddingpulver hinzu und löse das Puddingpulver zuerst unter Rühren in der Flüssigkeit auf. Dann bringe ich die Sauerkirschen unter ständigem Rühren zum Kochen, bis die Flüssigkeit deutlich andickt und fülle die Kirschfüllung auf den vorbereiteten Mürbeteigboden. Nachdem die Füllung abgekühlt ist, verteile ich die gekühlten Streusel obendrauf und backe den Kuchen so lange, bis die Streusel Farbe bekommen haben. Damit der Kuchen beim Herausholen aus der Form nicht bricht, sollte er unbedingt vorher vollständig abkühlen. Nachdem mein Kuchen vollständig abgekühlt ist, bereite ich den Belag zu. Hierfür nehme ich 300 Gramm kalte Schlagsahne. Die Sahne rühre ich kurz schaumig und lasse dann beim Steifschlagen noch ein Päckchen Sahnesteif einrieseln. Die Schlagsahne, die den Löschschaum symbolisiert, verteile ich dann auf dem Kirschstreuselkuchen und bestreue sie mit 1 bis 2 Esslöffel Raspelschokolade, die hier für die Asche steht, die sich auf dem Schaum absetzt. Und jetzt zeige ich euch natürlich noch den Anschnitt des Kuchens. Die Kombination von zartem Mürbeteig, Sauerkirschen und Schlagsahne ist einfach nur köstlich. Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!